Lieber Wassermann, herzlich willkommen zu deinem Februar-Taroskop, Februar 2025. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein Februar gestalten möchte, was er für dich bereithält, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Zu diesem Video, wie immer bei mir, eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Wassermann im Februar. Multitasking ist gefragt. Du bist in den Startlöchern zu etwas unbekannt Neuem. Doch du wirst herausgefordert vom Alltag, von den To-Dos, von den Verpflichtungen, den vermeintlichen Verpflichtungen. Denn du bist niemandem und nichts anderem verpflichtet, außer dir selbst. Denk drüber nach. Der Wassermann. Eine Reihe von neuen Mitgliedern wird sich zu dir gesellen. Mitglieder, Kollegen, Freunde, Vereine, Mitglieder. Ja, du bist in den Startlöchern, du hast wahnsinnig viel im Store, in deinem Wunschzauberkessel und du möchtest, dass es vorwärts geht. Doch du weißt nicht, in welche Richtung. Du weißt nicht nur die Richtung nicht, du weißt auch nicht, wie. Das Wie hält dich auf. Und das Wie, das sagen sie dir. Räum erst einmal auf. Es geht um ein ganz brisantes Thema in dir, in deinem Leben, in deinem Inneren, welches du verdrängt hast. Es ist vergifteter Müll in dir. Müll, weil er der Vergangenheit angehört, vergiftet, weil es wahnsinnig schmerzvoll ist. Gut möglich, dass es mit einem Erdzeichen zu tun hat. Steinbock, Stier, Jungfrau. Doch auch auf der anderen Seite ist genau dieses Erdzeichen bei dir, um dir Heilung zu geben. Ja, ein großer Widerspruch in sich, doch oft ist es ja einfach so, dass Menschen da sind, wir werden getriggert, wir werden verletzt, wir werden wütend und zornig. Da schau hin. Im Endeffekt, danke diesem Menschen, dass er dir gewisse Dinge aufweist, aufgewiesen hat, denn somit kannst du dich dem vergifteten Müll entladen, dadurch, dass du dir dessen bewusst wirst. Dann wirst du über eine jüngere Energie, als du es bist, gut möglich weiblich, sehr viel Intimität erfahren, sehr viel Sicherheit erfahren, das Thema Sicherheit bei dir an erster Stelle. Du möchtest dich sicher fühlen. Fühlst du dich sicher mit anderen Menschen, über andere Menschen? Oder sind wir schon so weit, dass du die Sicherheit in dir spürst und somit deine Mitmenschen, ja, sagen wir mal, angenehme Mitspieler in deinem Leben sind? Wofür stehen deine Mitmenschen? Deine engen Mitmenschen, mit denen du wirklich enge zwischenmenschliche Verbindungen hast. Werde dir dessen bewusst. Etwas wird beendet deinerseits, etwas darf enden, muss enden
Und es wird dir ganz, ganz klar vor Augen geführt. Es geht um Urteilsvermögen, urteilen, verurteilen. Gut möglich dir selbst gegenüber, nicht einmal anderen. Auch gut möglich, dass du in diesem Zusammenhang von jemandem etwas vorgeführt bekommst und gleichzeitig von jemandem diesbezüglich ein Abklatsch bekommst. Auch dort grenze dich ab, setze Grenzen, gesunde Grenzen für dich. Doch es geht nicht darum, dass du wie ein Affe im Urwald rumbrüllen musst, sondern beschließe es für dich. Bis wohin darf es gehen und wo ist Sense? Schauen wir uns an, lieber Wassermann, was das Hauptthema ist. Ja, deine Zweifel. In dem Ganzen kommen immer wieder die Zweifel auf. Zweifel an dir selbst, Zweifel an deinen Mitmenschen, Zweifel an deinem Leben. Denn es geht um deine innere Weisheit, es geht um dein Wissen, das du mit in dieses Leben genommen hast, dir hier angeeignet hast und du möchtest immer alles im Voraus wissen. Natürlich, keiner möchte irgendwelche unnützen Risiken eingehen, keiner möchte blöd dastehen, doch du solltest die Kontrolle des Ich möchte es wissen abgeben. Antworten kommen zu dir. Umso mehr du die Antworten suchst und umso mehr du forcierst, dass du sie jetzt wissen willst, erfahren willst, umso mehr entgleiten sie dir. Du hast ein riesengroßes Potpourri. Es gilt, dieses Potpourri nun zu entdecken, Schicht für Schicht. Geh auf Abenteuer-Erkundungstour, damit du weißt, welche Richtung die jetzt für dich richtige ist. Zu viel Druck, die Zweifel, zu viel Druck. Lasse dich inspirieren von dieser jüngeren weiblichen Energie, die deine Welt rosa färbt, die deine Welt bunt färbt, die die Aufmerksamkeit auf dich richtet, die dich berührt in irgendeiner Art und Weise, wo du dich in einem sicheren Raum fühlst, wo du dich gewertschätzt fühlst, geliebt fühlst, wo du die Zweifel loslassen kannst. Die Kontrolle. Manchmal hast du das Gefühl, dass jemand über dir steht, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, dass du hier oben Druck hast, wie als würde irgendjemand mit den Füßen auf deinem Kopf stehen und vielleicht auch noch darauf rumtrampeln. Denk an den vergifteten Müll. Dieser Druck möchte dir etwas sagen. Er möchte ins All geschickt werden und in Vergessenheit geraten. Achte auf deine linke Hand, deinen kompletten linken Arm. Dieser möchte etwas aus sich herausfließen lassen.
Doch wenn du zu sehr daran zweifelst, was es denn nun ist, ob es gut genug ist, dann wirst du nicht nur Druck auf dem Kopfe verspüren, sondern weitaus mehr, vor allem energetisch Lähmungserscheinungen durchleben. Schauen wir uns dein Hauptthema an. Schon kam es, ja. Selbstvertrauen, nimm deinen Mut, deine Kraft, deine Autorität, deine Souveränität wirklich in die Hand. Spüre sie und baue auf. Du bist dein eigener Macher, du bist dein eigener Schöpfer. Hilfe im Außen kann man sich immer holen, Ratschläge und Tipps, kleine Schubser, doch du bist der bildet. Was möchtest du bilden? Was möchtest du bauen? Was möchtest du ausbilden? Was möchtest du ausbauen? Gut möglich, dass du sehr eng mit einem Feuerzeichen verbunden bist, insbesondere mit einem Widder. Es wird einen Abschied geben. Es ist ein Abschied, der spontan kommt, von selbst kommt. Es ist ein Abschied des Herauswachsens aus einer Blase, aus einem geschützten Raum. Es ist, als würdest du, lieber Widder, oder lieber Wassermann, du, lieber Wassermann, oder dieser Widder, daraus herausgewachsen sein. Es ist, als würde man sich die letzten Ratschläge einholen, die letzten, ja, wie kann ich sagen, sich das letzte Mal auf einer sehr intimen Ebene austauschen und dann geht man selbstverständlich und selbstständig eigene Wege. Es hat nichts mit dem physischen Tod zu tun. Es hat nichts mit wir sehen uns nie wieder zu tun, sondern es hat mit zwei getrennten Wegen zu tun. Ein Weg, der an eine Schneise kommt und jeder geht seinen eigenen Weg. Dies gilt es zu erkennen, dies gilt es anzunehmen. Und am 4. Februar gut möglich, dass es ein Wiedersehen gibt, ein Aufeinandertreffen, ein Austausch mit jemandem, den du schon sehr, sehr lange kennst. Ja, ich denke, der Februar beginnt sehr, sehr gut für dich, denn du machst dich auf, dein Potpourri zu erkunden, du machst dich auf, die Welt zu erkunden, du machst dich auf, das Energetische zu erkunden, das Feinstoffliche, du machst dich auf, neue Wege zu erkunden. Und das Beste ist, du gibst dir selbst ein Versprechen und wirst es einhalten.
Wir machen weiter im Extended, lieber Wassermann. Hier unten in der Infobox ist der Link, drück drauf. Du wirst automatisch weitergeleitet. Wir warten dort auf dich mit dem zweiten Teil. Ciao!